Letzte Woche bei Survivor. Verletzungspech für Team Gunung. Barbara hat sich die Ferse gebrochen und musste aufgeben. Das ist gebrochen. Und jetzt? Game over. Auch ohne Barbara holte sich Gunung in der Preis-Challenge den Sieg und gewann ein neues Teammitglied. Team Gunung, wie lautet das Lösungswort? Andreas! Andreas wird euer Team demnächst verstärken. Hi. Andreas, hi. Hi. Wir dachten irgendwelche Sachpreise oder so. Am gegnerischen Strand hatte sich Team Tarsig komplett überworfen. Nach 11 Tagen kannst du noch immer kein Feuer. Wo ist der Halbindianer? Mir ist scheißegal, ob du deinen Respekt vor mir hast oder nicht. Aber ich gehe trotzdem mit Respekt normalerweise mit dir um, weil wir ein Team sind. Doch dieses Team funktionierte nicht mehr. Bei der Immunitäts-Challenge ging Tarsig unter. Team Gunung gewinnt diese Immunitäts-Challenge! Team Tarsig musste erneut in den Inselrat und schickte dort Störenfried Michael nach Hause. Sollte auf diesem Zettel hier Michael stehen, dann musst du die Insel verlassen. Michael, dein Team hat entschieden, du musst die Insel verlassen. Also ich habe das Gefühl, wir sind echt wieder ein richtiges Team geworden. Wir haben das echt alles richtig gemacht mit dem Rauswählen. Bei uns hat einfach der Teamgeist nicht mehr gepasst. Und wenn man nicht zusammen kämpfen will, dann geht's halt auch nicht. Also diese Szene da, die Michael dann noch gebracht hat mit dir, also da stand für mich fest, dass Michael derjenige ist, der gehen muss. Solange Michael noch da war, gab es einfach kein Team. Es war eine wilde Streiterei. Bratkartoffeln. So, da jetzt mal alle da sind, wollte ich noch mal sagen, wir wollen vertrauensmäßig wieder bei Null landen. Und deshalb ist es jetzt für mich ist die Sache gegessen und damit hat sich der Krempel für mich. Voll cool. Danke. Danke. Ich möchte mich den auch anschließen. Also, wenn auch schon mal alle da sind, wollte ich noch mal sagen. Wenn jetzt einem irgendwas aufgefallen ist, was einen anfängt zu nerven, wenn man es dann gleich halt ausspricht, bevor es dann wieder Tage dauert und sich das zum Problem entwickelt. Als ich dann die Rückmeldung von den jungen Leuten kriegte, dass sie jetzt wieder Frieden machen wollen und es mir nicht mehr übel nehmen, da war ich auch platt. Letzte Woche noch war das Team in 2 Lager gespalten. Mit Michaels Abgang nach dem Inselrat konnte der Gruppenfrieden wiederhergestellt werden. Am gegnerischen Strand hat sich das neue Gruppenmitglied Andreas inzwischen eingelebt. Der Profi-Angler war der Gewinn der letzten Preis-Challenge. Mein Ding ist es eigentlich, hier erstmal so einen Teil der Nahrung zu besorgen durch die Fischerei hier. Also ich glaube schon, dass es von der Gruppe eigentlich sehr gut anerkannt wird. Ich weiß aber nicht, vielleicht stößt auch bei dem einen oder anderen auf Neid. Keine Ahnung, ich kann das noch nicht richtig beurteilen. Ja. Also ich bin froh, dass Andreas da ist. Seitdem er hier ist, er versucht wirklich, uns allen angenehm wie möglich das Leben zu machen. Ich glaube auch nicht, wenn der Andreas kommt, dass wir heute bis jetzt schon einen Fisch gegessen hätten. In allen Bereichen hat er sehr viel Ahnung und ich kann schon mir vorstellen, dass die Jungs eben halt auch so ein bisschen in dem Sinne vielleicht doch neidisch sind, dass er so viel kann, handwerklich. Und so. Ja, auf der anderen Seite, guck mal, der ist eben schon 42, der hat die Lebenserfahrung, ne, der weiß, wovon er redet. Unsere Jungs, das sind ja noch alles halbe Kinder irgendwie. Ich meine, die haben gerade ein bisschen studiert oder sind gerade fertig oder spielen Fußball oder so. Und meinen, sie haben schon die Welt gesehen irgendwo. Für mich ist der Andreas auf jeden Fall eine Bereicherung.
Wobei das natürlich nicht immer auf so positive Resonanz stößt bei den meisten Männern hier im Stall. Und kann schon ein bisschen schwierig werden. Und was haltet ihr von Andreas? Ja, ein sehr zwiespältiger Typ irgendwie. Einerseits überzeugt er halt durch seine Fähigkeiten, holt jede Menge Fisch aus dem Wasser, aber andererseits ist er halt auch ein sehr, sehr lautstarker. Ne? Ein bisschen zu laut für ich komme mal neu in eine Gruppe rein. Mhm. Ja. Ich sehe es auch so, weil er könnte natürlich ein gefährlicher Konkurrent sein, der sich vielleicht eine super Strategie zurechtgelegt hat, versucht mit allen klarzukommen und auf einmal den Einzelkämpfer raushängen lässt und, und dann vielleicht alle platt macht. Da muss man echt ganz, ganz vorsichtig sein. Ich würde einfach sagen, weil er wichtig ist fürs Team, dass wir den so lange behalten, bis wir ihn nicht mehr brauchen können. Ja. Also so blöd es ist, ja, aber... Zumindest ist bei Team Gunung für ausreichend Fisch gesorgt. Auch Team Tarsig könnte den Profi-Angler gut gebrauchen. Meine Stimmung ist gerade eigentlich scheiße. So langsam neigen sich aber uns die Vorräte dem Ende so. Wir müssen endlich mal anfangen, irgendwas aus dem Meer zu holen, weil mit meiner Angel, die ich mir da mal gebastelt habe, da sind 5 Meter Schnur dran und damit erwischt man vielleicht echt nur einen Glücksgriff, aber mehr auch nicht. Schnecke ab, Stein ab, Angel im Arsch, Scheiße. Köder weg. Heute bringt das nichts mehr. Wenn es keinen Fisch gibt, dann sehe ich das schwarz und die Suche nach irgendwelchen alternativen Nahrungsquellen geht dann wieder von vorne los. Oder was haben wir gesehen an Tieren oder sonst was? Ich glaube, es waren nur eine Menge Moskitos, ey. Noch nicht mal irgendwas, was sich bewegt hat oder sonst was. Aber ich glaube, das ist auch die falsche Tageszeit. Im Dschungel sind die Tiere nachtaktiv. Aber ich latsche nicht nachts durch. Ich auch nicht. Nachts ist hier auch ganz andere Tiere aktiv, ey. Ja, dann müssen wir vegetarisch umstellen. Dann müssen wir irgendeinen anderen Kram kochen. Wurzelsuppe. Oh nein. Nichts gefunden? Da ist nichts. In diesem Scheißdschungel ist nichts. Nichts. Und Spuren habt ihr auch nicht gefunden? Und irgendein Obst oder so? Nix. Stellt euch auf magere Zeit ein. Ja, also ich schaue relativ düster in die Zukunft jetzt, was die Nahrungssituation angeht, was auch unser Hauptproblem einfach ist. Ja, keine Ahnung, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es hier noch weitergehen soll. Ich glaube, dadurch, dass nicht genug Essen da ist, fehlt uns einfach die Stärke, bei den Spielen zu gewinnen, wo es dann zum Beispiel auch mal um Nahrung gehen kann. Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein neuer Sack Reis ist oder sonst irgendwie vielleicht mal ein schönes Essen oder so. Da fehlt uns einfach die Kraft dazu, das dann vielleicht zu gewinnen. Hungrig, deprimiert und entkräftet startet Team Tarsig in die Preis-Challenge. Wer hier gewinnt, erhält einen Preis, der das Leben auf der einsamen Insel ein wenig erträglicher macht. Noch kämpft jeder für sein Team. Jede Woche muss ein Inselbewohner die Heimreise antreten. Am Ende wird es nur einen Survivor geben. Und nur er gewinnt 250.000 €. Team Gunung, Team Tarsig. Bei eurer heutigen Preis-Challenge geht es um versunkene Schätze auf dem Meeresboden. Auf mein Startsignal begeben sich beide Teams ins Wasser und tauchen nach jeweils 5 Kisten. In diesen Kisten befinden sich Puzzleteile. Eure Aufgabe besteht darin, diese Puzzleteile zu einem Würfel zusammenzusetzen. Das Team, das mir als erstes den fertigen Würfel präsentiert, hat diese Challenge gewonnen. Wollt ihr wissen, was es heute zu gewinnen gibt? Ja. Dann passt mal auf. Wir verfeinern heute eure Strandküche. Wir haben für euch Knoblauch,
verschiedene Gewürze. Und so etwas könnte man daraus zaubern. Aufgepasst! Es gibt bei diesem Spiel eine Besonderheit. 6 Personen von euch begeben sich ins Wasser, tauchen nach den Kisten. Und nur eine Person bleibt am Strand und wird das Puzzle lösen. Die Verantwortung liegt bei einer Person. Okay, Teams, begebt euch bitte in Startposition. Und los! Los, Jungs! Beide Teams zeitgleich im Wasser. Was macht Team Gunung? Es schwimmt zu weit hinaus, über die Kisten hinweg. Wann bemerken Sie Ihren Fehler? Das kostet Zeit. Und dort die erste Kiste für Team Tarsig. Team Gunung wartet immer noch auf seine erste Kiste. Hier vorne! Das ist die erste Kiste für Team Gunung. Diese letzte Kiste ist richtig schwer. Team Tarsig, alle Kisten in ihrem Feld und die Puzzleteile an Eva übergeben. Und mit vereinten Kräften Team Gunung. Die letzte große Kiste. Eva ist dabei, den Würfel zusammenzusetzen. Team Gunung hat alle 5 Kisten und übergeben jetzt die Puzzleteile an Eike. Da bleibt nur noch ein Puzzlestück übrig, aber es passt nicht. Es gibt nur einen Lösungsweg. So geht's. Jetzt nein, andersrum, dreh weiter. Nein, nochmal zurück. Ja, so. Und jetzt und tatsächlich, das letzte Stück hat gepasst. Team Tarsig gewinnt diese Challenge. Team Tarsig hat wieder zueinander gefunden. Mit vereinten Kräften haben sie die Gegner besiegt. Und heute wird das Team nicht hungern. Mir geht's super, der Sieg war echt top. Das war ganz wichtig fürs Team. Bitte schön, das ist euer Preis. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Teams, ihr könnt zurück an eure Strände. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge. Geil, wir können uns richtig satt essen. Tauschen? Ey, geil, mal was Farbiges. Hey, Die letzte Zeit immer nur weiß gegessen. Kokosnuss oder Reis pur. Und jetzt was mit Farbe. Also Leute, ich bin stolz, dass ich bei euch im Team sein darf. Ja, es macht wieder richtig Spaß. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich finde, wir haben alles richtig gemacht. Wir sind wieder ein Team geworden. Jawohl. Das Team und der Reis. Ja. Dieser Wettkampf war unheimlich wichtig für das Wir-Gefühl. Wir haben auch wirklich alle an einem Strang gezogen und jeder hat gekämpft. Und trotzdem hatte die andere Gruppe ihre kräftigen Männer. Und ich finde, wir haben das einfach ganz, ganz toll gemacht mit diesem Wettkampf. Die Sonja, die zog die erste Kiste raus. Ich dachte, ey, wo will die hin damit? Das fand ich auch super, wie wir die Große geschlagen haben mit diesem Tarsig. Das hat uns voll Power gegeben. Und da hattet ihr definitiv weniger Kraft als die anderen. Weil das war echt ein Fehler, den Eike zum Puzzeln zu bringen. Der Eike ist unser Mann. Also dann sag doch was. Ich meine, du bist 36. Ich meine, man kann auch von dir erwarten, dass man auch einfach mal den Mund aufmacht und nicht wie ein kleines Püppchen. Wenn der Vorurteil schon da ist, beispielsweise, ja. Ja, dann versuch das doch zu widerlegen. Es ist sehr schwierig, gegen deine Art anzukommen. Survivor. Bei Team Gunung entfacht ein Kampf der Geschlechter.
Heute fischen nur die Männer die ganze Zeit. Ja, die geben uns sowieso nicht die Chance, das mal selber zu probieren. Von daher brauchen wir auch gar nicht damit anfangen. Ja. Oder du glaubst doch nicht ehrlich, dass jetzt irgendwer da die Angel abgibt? Glaube ich auch nicht. Das ist der Männer. Und ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht immer als meine Aufgabe an. Weil ich denke, da können die Männer genauso mal einen Handschlag tun. Wir haben genauso das Haus mitgebaut, wir haben genauso Holz gesucht und gehackt und... Oder? Sehe ich das falsch? Also wir Männer zeichnen uns halt dadurch aus, dass wir halt schauen, dass wir die Nahrungsversorgung sicherstellen. Die Ideen kamen halt in der Hinsicht von den Männern, dass wir halt dafür sorgen, dass es dem Team rundum gut geht. Die Frauen haben natürlich auch ihre Aufgaben, kochen den Reis. Dementsprechend kann ich guten Gewissens von einer gewissen Gleichberechtigung sprechen. Ja, ich denke, das Hauptproblem ist auch, dass wir sind jetzt eben nur noch 3 Mädels und 5 Jungs und dass einige der Männer irgendwo schon uns gar nicht wirklich die Chance geben. Ja, ich weiß nicht, die sagen irgendwie die ganze Zeit, ja, wir haben so schwer gearbeitet und wir sind ja so gut im Holz holen und wir sind ja so gut im Feuer machen und irgendwie, die kriegen gar nicht so mit oder wollen es nicht mitkriegen, dass wir 3 das genauso die ganze Zeit tun, nur eben nicht jedes Mal sagen, wir haben es aber jetzt gemacht. Das geht mir irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Was du gerade sagst hier, dass sie da mehr drauf haben, das ist nicht wahr. Das ist Blödsinn, ist das. Also das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Und da brauchst du dir bei mir auch keine Sorgen zu machen hier, weil wenn das alles so Mordsmollis wären, dann würden die nicht rumjammern, ganz einfach. Meine Meinung ist, dass die Frauen sich ja schon sehr missverstanden fühlen. Also die Spannungen, glaube ich, rühren erstmal daher, dass Eike, Stolli und auch der Markus so ein bisschen auf die Dame rumgehackt haben hier. Also die Frauen werden eigentlich durch mich so ein bisschen gestärkt jetzt hier. Das ist auch okay, dass sie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegen. Was ich hier raushöre so in den letzten Tagen, ist aber einfach nur, dass hier grundsätzlich so ein bisschen gegen die Frauen gewettert wird hier. Ja, wir wettern nicht dagegen, aber wir würden gerne mehr von denen hören, weil sonst wettern die wieder gegen uns. Ihr buttert uns immer unter. Ich habe es ja selber nicht mitgekriegt, aber das ist das, was ich raushöre. Ich habe immer das Gefühl gehabt von der Jungsseite her, Jasmin und ihr, so nach dem Motto, ihr könnt ja nichts. Das kam immer so rüber. Und irgendwie habe ich das auch nie so zur Debatte gesehen. Ja, okay, ich kann ja nichts, dann weiß ich zwar nicht, warum ich hier bin, dann vielleicht nur fürs Kochen. So kam ich mir echt vor. Also dann sag doch was. Ich meine, du bist 36. Ich meine, man kann auch von dir erwarten, dass man auch einfach mal den Mund aufmacht und nicht wie ein kleines Püppchen. Wenn der Vorurteil schon da ist, beispielsweise, ja. Ja, dann versuch das doch zu widerlegen. Dann muss man auch mal selbst nach vorne preschen und vielleicht mal das Selbstvertrauen haben, sagen, okay, ich kann das, lass uns mal darüber beratschlagen, ob ich mal die Aufgabe übernehme. Es ist sehr schwierig, gegen deine Art anzukommen. Immer dieses, wow, ich kann, ich mach, du bist, alles klar, tschüss. Da musst du dich halt mal hinstellen und sagen, hör mal zu, ich kann das auch, ich würde das auch gern machen. Und geht einfach nur darum, dass wir hier alle durchkommen. Darum geht's. Und das als Team. Das ist vielleicht wieder so ein typisches Männer-Frauen-Ding, dass Frauen eher denken, das müssen die doch merken. Und Männer merken aber nicht einfach so mal irgendwelche Sachen, sondern denen muss man das halt mit dem Holzhammer oben drauf geben. Und dann müssen wir vielleicht ein bisschen versuchen, uns in die anderen reinzudenken und andersrum genauso. Und dann geht es vielleicht auch. Bei eurer nächsten Challenge wird Teamwork großgeschrieben. Der Ball ist rund und kann nicht fliegen. Doch solltet ihr jetzt schon euch plagen, wer ins Rennen für euch geht, müsstet ihr euch besser fragen, wer auf der anderen Seite steht. Einer muss auf jeden Fall irgendwie das Kommando übernehmen. Wobei wir, glaube ich, insgesamt auch die Größeren sind. Ja, und die Kräftigeren auf jeden Fall. Sag mal, ich bin mir grundsätzlich nicht sicher, das Spiel zu gewinnen. Also ich denke, dass bei uns im Team doch 2 Seiten aufschlagen werden. Einmal diese sogenannten Männerüberschätzungsseite und einmal diese leise Frauenseite. Und da werden sich dann die Fronten schon verhärten. Aber gut, wir werden sehen, was passiert. Die Teams auf dem Weg zur Immunitätschallenge. Wer hier gewinnt, muss nicht in den Inselrat und muss auch keines seiner Mitglieder nach Hause schicken. Die letzten beiden Male gewann Team Gunung die Challenge. Dreht sich heute der Wind? Team Gunung, ihr müsst euch leider wieder von einem Immunitätssymbol trennen. Bitte, bringt es mir nach vorne. Danke. In der heutigen Challenge geht es um Geschwindigkeit und Teamwork. Von jedem Team
wird jeweils eine Person in diese Kugel mit 4 Schlössern eingeschlossen. 4 Teammitglieder bewegen diese Kugel über diesen Hindernisparcours. Bei jedem Hindernis findet ihr einen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel könnt ihr nacheinander jedes Schloss öffnen. Habt ihr das 4. und letzte Schloss geöffnet, geht ihr mit allen 5 Teammitgliedern über die Ziellinie. Begebt euch bitte in Startposition. Team Gunung, seid ihr fertig? Normal! Team Tarsig, seid ihr fertig? Tarsig! Und los! Leichter Vorsprung für Team Gunung, haben als erstes den Balken zur Seite geschoben. Team Gunung ist beim ersten Schlüssel angelangt. Team Tarsig, jetzt ist es wichtig, die richtige Position zu finden. Der Schlüssel hat nur eine ganz bestimmte Reichweite. Und das erste Schloss geöffnet. Team Gunung. Und auch zum zweiten Mal den Balken zur Seite geschoben. Team Gunung. Team Tarsig jetzt gleich auf, haben auch das erste Schloss geöffnet. Eine Person muss in den Schacht. Unten auf dem Boden des Schachtes befindet sich der zweite Schlüssel. Und auch schon das zweite Schloss gelöst. Team Gunung jetzt unterhalb der Brücke. Bilgi kommt nach oben. Hier oben ist der Schlüssel befestigt. Die Kugel ist in der richtigen Position. Team Gunung beschäftigt sich mit dem vorletzten, dem dritten Schloss. Und das dritte, das vorletzte Schloss gelöst. Und Team Tarsig hat das zweite Schloss gelöst, aber Team Gunung auf dem Weg zum Sieg. Das vierte und letzte Schloss. Jetzt kommt's drauf an. Team Tarsig muss die Kugel noch in die richtige Position befördern. Das vierte und letzte Schloss. Und dann müssen alle 5 Teammitglieder über die Ziellinie. Und das vorletzte Schloss gelöst. Und jetzt auf der Zielgeraden. Noch die Chance für Team Tarsig aufzuholen. Team Gunung hat Schwierigkeiten. Jetzt Team Tarsig gleich auf. Jetzt gilt es auch, die Kugel in die richtige Position zu bringen. Und das sieht gut aus bei Team Tarsig. Team Gunung hat die Kugel geöffnet. Jetzt heißt es, Eike aus der Kugel zu bringen. Und alle 5 müssen über die Ziellinie. Jawohl! Team Gunung gewinnt diese Challenge. Während der Challenge habe ich, glaube ich, am meisten gebrüllt, weil ich habe meine Kollegen angefeuert ohne Ende. Und es hat auch funktioniert. Die Immunitäts-Challenge gewonnen hat Team Gunung. Yeah! Und ihr wisst, was ihr dafür bekommt? Bitte schön, erneut das Immunitätssymbol. Team Tarsig, betretene Gesichter. Für euch bedeutet das, bei der nächsten Challenge seid ihr nur noch zu 6. Ihr müsst nämlich vor den Inselrat. Dort sehen wir uns das nächste Mal. Und dann müsst ihr die nächste Person nach Hause schicken. Okay, ihr könnt zurück an eure Strände. Ich denke, die Phase, dass wir jetzt uns bei Verlusten auseinandernehmen, ist gegessen. Mittlerweile haben wir uns schon damit abgefunden, wenn einer raus muss, dann muss es leider sein. Das sind die Regeln des Spiels, aber es wird uns als Team nicht zerstören. Ja, also Fakt ist, dass wir verloren haben. Fakt ist, dass wir zum nächsten Inselrat müssen. Fakt ist, dass einer gehen muss. Also ich könnte jetzt nicht guten Gewissens irgendjemanden auswählen und sagen, der muss raus, weil irgendwie das Team so perfekt ist, wie es ist. Ja. Und da habe ich mir gedacht,
wenn das alle so ähnlich sehen wie ich, gäbe es eine Möglichkeit, das irgendwie fair zu machen, ohne aufs Spiel zu setzen, dass das Team danach wieder irgendwie zerfällt oder in Streitigkeiten gerät. Eine Losentscheidung, wo jeder einen Stein ziehen muss und einer per Zufall rausfällt. Ich meine, okay, ab dafür. Also ich mag sowieso losen, das mag ich gerne. Also ich bin 100% dabei. Aber sollen wir nicht erst noch einen Moment drüber nachdenken oder sollen wir wirklich jetzt sofort? Für mich, ich muss nicht nachdenken. Ich auch. Ich bin auch dabei, also ich Ja, das war mal nach liebe der Losen. Reihe. Ja, aber vielleicht ist jemand dabei, der wirklich noch Zeit braucht für die Entscheidung. Und wenn jetzt 6 sagen, klar, wir losen, dann ist vielleicht einer dabei, der am liebsten sagen würde, ich brauche noch meine Zeit. Und sich das jetzt vielleicht nicht traut, wo 6 Mann direkt schon nach vorne stürmen. Ich denke, es ist im Moment kein anderer Vorschlag gekommen als losen. Und jetzt lassen wir das mal sacken. Ich bin nicht richtig glücklich mit der Entscheidung. Ich sehe einfach nicht meinen großen Vorteil darin. Ich sehe halt einfach nur den Nachteil, dass ich jetzt rausfliegen kann. Also wenn wir das machen, dann sind wir echt nicht dann ganz dicht, ehrlich. Ja, das ist jetzt hier die Angst, eine schlechte Stimmung wieder ins Team reinzubringen. Ja. Deshalb wird das gemacht. Aber das ist... Davor können wir aber nicht weglaufen, ne? Das ist keine Lösung. Nee. Dann stehen wir nächstes Mal wieder auch vom Berg und vielleicht schon davor, wenn jetzt wirklich zum Beispiel Philipp rausfliegt oder so, dann wir sollen dann noch kämpfen, ne? Und wer soll... Ja, und damit kannst du keine Spiele gewinnen. Das Nee. kommt auch noch dazu. Ja. Ich denke, Aber dass mich wir da würde es noch ein echt bisschen- hart treffen. Mich würde es wirklich, also ich wäre richtig mitgenommen. Ich würde da nicht schnell rüber wegkommen. Wenn ich gehen würde? Das auch, aber wenn ich selber auch gehen müsste wegen dem Los. Ich wüsste zwar, dass keiner was gegen mich hat, ja. Aber ich käme damit, glaube ich, nicht zurecht. Es ist super. Also wir haben echt so ein Hochgefühl sozusagen in der Gruppe gerade. Das war echt mal nötig. Also das war so ein Motivationsschub, den kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir wollten halt wieder keinen rausschmeißen. Wir haben niemand in der Gruppe, das Gefühl hatte, jetzt rauszufliegen. Und jetzt müssen wir es nicht machen. Also super. Arno, seine Gesundheit. Wir wollen, dass er hier abnimmt, gärtenschlank, durchtrainiert. Danke. Leute, du brauchst das. Ja, ja, nee, will ich auch. Ist ja auch deshalb bin ich ja mitgekommen. Ich bin doch nicht wegen der 250.000 mitgekommen. Nee. Nur wegen der Diät, ne? Ja, nein, zu Hause schaffe ich das nicht, weil ich zu willensschwach bin. Und hier muss ich. So schaust du aber auch scheiße aus, Arno. Ja, danke. Außerdem heißt das dem ganze Topf, oder? Du bist ein Freund. Also, wer soll ich Kopf? Ey, du schaust nur gut aus, wenn du rund bist. Schmarrn, Arnolein. Nein, ein paar Kilo weniger stehen mir ganz gut. Ja, klar. Ich werde nie so schön wie du, Markus, aber Ja, das geht ist nur. auch schwierig. Ja, schwierig. Aber dafür hast du für dein Alter noch relativ gutes Haar. Eigentlich. Ja, ja, ne? Das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, sicher. Ich verschwende meine Hormone nicht in der Kopfhaut. Ja. Und unten alles noch Aber ich sag's ja, im grünen Alter. Bereich, oder? Jawohl! Das ist das Wichtigste. Also laut der letzten Aussprache haben wir doch ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl. Das haben wir auch in den letzten Spielen jetzt mal gezeigt. Und das Ganze besteht eigentlich nur aus 6 Sätzen, A10 Wiederholungen. Eine gemeinsame Aktivität stärkt schon enorm den Teamgeist. Ich sage, wenn alle an einem Strick ziehen und alle mitmachen, dann passt es auch. Diese Fitness selber, das war schon eine Anregung eigentlich von mir auch. Und das macht auch irgendwo Spaß. Drei, 4, 5, 6 und 10. Dann sind wir wieder fit fürs nächste Spiel. Team Tarsig muss beim Inselrad in wenigen Stunden ein Teammitglied herauswählen. Ich denke mir mal, wir werden gleich noch mal drüber sprechen. Jetzt hatte jeder Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob er eine Losentscheidung damit einverstanden ist oder nicht. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Warum versuchen wir nicht, so einen halben leichten Weg zu gehen, indem wir hier einfach diese Inselradentscheidung vorziehen? Susanne, Volker, Kima. Ich
denke mir mal, wir werden gleich noch mal drüber sprechen. Jetzt hatte jeder Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob er eine Losentscheidung damit einverstanden ist oder nicht. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Also haben sich denn alle Leute jetzt darüber Gedanken gemacht? Ich denke, es ist einfach problematisch, weil wir gucken müssen, dass unsere Gruppe stark bleibt. Und das könnte durch ein Los halt auch ganz anders ausfallen. Mir wäre die Gefahr einfach zu groß, dass wir einen starken Spieler verlieren. Also eine gerechte Entscheidung ist es nicht. Wir laufen eigentlich so ein bisschen davor weg. Und Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Und das finde ich nicht so gut. Ist jemand hier total fürs Losen? Ja, also. Erledigt, weg mit den Dingen. Vorschlag. Warum versuchen wir nicht, so einen halben leichten Weg zu gehen, indem wir hier einfach diese Inselratentscheidung vorziehen? Wir stimmen geheim ab, irgendeinen wird es treffen. Wenn, dann müssen wir sagen, die Person, die jetzt bei der geheimen Abstimmung die meisten Stimmen hat, wird dann allerdings von allen gewählt, findet sich damit ab und wir schaffen beim Inselrat eine einstimmige Entscheidung. Ja. Alle d'accord? Alle d'accord. Ja, okay, perfekt. Dann sollen wir es hinter uns bringen? Wir fühlen uns dann so ein bisschen wie das Orchester auf der Titanic. Also alles läuft gesittet ab und Kopf hoch und durch. Susanne. Volker. Kima. Susanne. Sonja. Sonja. Susanne. Ja, dann wird sich das ja entschieden. Als die Sache klar war, dass ich die Person sein werde, die rausgewählt wird, war ich enttäuscht. Ich habe gesagt, okay, das ist eben die Wahl gewesen und jetzt ist es halt passiert und da kannst du jetzt nichts mehr dran ändern. Also ich war auch echt ein bisschen mitgenommen, dass du das jetzt würdest. Ich habe jetzt so ein bisschen Aufwind hier in der Gruppe gesehen und hätte euch gerne noch ein bisschen weitergeholfen. Ne? Ich glaube das auch, nächste Spiel, ja. Mich da noch mal ein bisschen mehr eingebracht und so. Und naja, gut. Ich finde, dass du wirklich viel wert bist für unsere Gruppe, also dass du uns wirklich auch weiterbringst. Ich denke auch bei Wettkämpfen, also du bist einfach auch ein Kämpfertyp. Ja. Halt eben Marathonläufer, das sagt ja schon alles aus, oder? Ja, ich hätte halt viel lieber gesehen, dass Ima geht. Weil ich glaube, dass sie unheimlich nachtragend ist. Also, dass sie dann nicht rausgewählt wurde von uns und dann... Das war auch mehr so eine Trotzreaktion, dass sie dann gesagt hat, und jetzt kämpfe ich erst recht und ihr werdet sehen. Ja, aber nur so eine Trotzphase, die hält auch nicht ewig an. Ne? Das ist ja auch nur eine gewisse Zeit und dann schwindet die Lust. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man durch Trotz so viel Ehrgeiz entwickeln kann. Ich selber wäre weit davon entfernt, Susanne rauswählen zu wollen. Ich finde, sie passt wirklich sehr gut hierhin. Da gibt's, also ich würde zum Beispiel eher lieber das sehen, dass Kima geht. Was meint ihr, ist Susanne sehr traurig, dass sie gehen muss? Ich glaube schon. Ich glaube auch schon irgendwie. Sie hatte ja, nachdem so Michael weg war, war sie so ein bisschen gekränkt, würde ich sagen. Aber sie hat sich da gut mit arrangiert, dass wir jetzt wieder so ein geiles Team geworden
sind. Und da ist sie ja eigentlich auch festes Mitglied, fester Bestandteil von. Und deshalb wäre wahrscheinlich jeder traurig, ne? Also ich denke, Susanne ist, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, eine sehr geradlinige Frau. Das ist sehr anerkennenswert aus meiner Sicht. Also ich denke, sie hat viel Respekt verdient in der Gruppe. Kima, ich denke, es ist einfach so, sie hat sich von Anfang an zu viel zugetraut und hat sich dann aus irgendeinem Grunde nicht mehr dazu durchringen können, von vornherein zu sagen, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Wir werden heute, denke ich, offen drüber sprechen und beim Rat wird eine Entscheidung fallen. Über dem südchinesischen Meer geht die Sonne unter. Der Inselrat rückt näher. Wird sich das Team dort wirklich an die Absprachen halten? Oder ändern Einzelne im Schatten der Anonymität ihre Meinung? Schon einmal hatte es im Team Tarsig eine Absprache gegeben. Schon einmal wurde diese nicht eingehalten. Muss Susanne also wirklich die Insel verlassen? Nach der Wahl stand fest, dass ich aus dem Team sollte. Und ich war schon etwas niedergeschlagen oder ein bisschen auch enttäuscht. Gucken wir mal, was der Inselrat jetzt so bringt. Wir haben ja alle schon unsere Überraschungen erlebt. Schauen wir mal, was da gleich passiert. Team Tarsig, herzlich willkommen zu eurem dritten Inselrat. Wieder keine Immunität gewonnen, wieder sitzt ihr hier und verliert heute euer drittes Teammitglied. Susanne, wie geht es dir zurzeit? Ich habe keinerlei Probleme, gesundheitlich auch keine. Ich bin eine Kämpferin. Möchtest du bis zum Schluss dabei bleiben? Ich hoffe es, aber das kann man jetzt noch nicht so genau abschätzen, das weiß ich nicht. Eva, gab es im Vorfeld Absprachen für diesen heutigen Inselrat? Ja, es gab eine Absprache im Vorfeld. Warum stimmt ihr aber denn demokratisch ab? Hier geht es doch eigentlich um strategisches Denken. Ein Team kann nur funktionieren, wenn derjenige, der im Team ist, richtig mitkämpfen möchte. Und jemand ist nur kampfbereit, wenn er das auch machen möchte, was er macht. Sonja, weißt du, wer die Insel verlassen wird? Ja. Ich glaube, das Spielchen hatten wir schon einmal. Heute glaubst du erneut daran, dass das Team eindeutig entscheiden wird, wer nach Hause gehen muss? Ich glaube, in der letzten Zeit hat sich viel getan. Und vielleicht ist es naiv, aber ich vertraue meinem Team wieder. Und ich glaube nicht, dass es noch mal so eine Enttäuschung geben wird. Kima, wie wirkt sich dieses Inselleben auf dich persönlich aus? Ich habe mir alles anders vorgestellt und das ist nicht das, wovon ich ausgegangen bin. Volker, wir haben gerade von Kima gehört, wie sie sich das Ganze hier vorgestellt hat. Wie hast du dir das Ganze denn im Vorfeld vorgestellt? Es gab viele Augenblicke, wo ich kämpfen musste mit mir selber. Gerade so, was mit Emotionen zu tun hat. Alles andere, denke ich, lässt sich in den Griff kriegen. Aber der Regen ist trotzdem unheimlich ätzend. Wie siehst du deine persönliche Chance auf die 250.000 €? Ich denke mal 15:1. Okay, ich danke euch. Denkt noch mal daran. Je kleiner das Team wird, desto wichtiger ist die richtige Wahl. Eva, deine Stimme bitte. Ich wähle Kima. Hendrik. Kima.
Susanne. Holger. Philipp. Ich hole jetzt eure Stimmen. Ihr habt gewählt. Hier ist eure Entscheidung. Erste Stimme. Kima. Zweite Stimme. Kima. Dritte Stimme. Kima. Kima, 3 Stimmen für dich. Das bedeutet, sollte hier jetzt dein Name draufstehen, wirst du die Insel als nächstes verlassen. Kima. Kima, nimmst du bitte deine Fackel und kommst zu mir nach vorne? Kima, dein Team hat entschieden, du musst die Insel verlassen. Ich freue mich riesig, dass ich rausgewählt wurde. Ihr seid ab sofort nur noch zu 6. Das bedeutet, Team Gunung ist euch überlegen, zumindest zahlenmäßig, mit 2 Teammitgliedern. Wir sind gespannt, ob euch diese Entscheidung bei der nächsten Challenge weiterhelfen wird. Greift euch jetzt bitte eure Fackeln. Ihr könnt zurück an euren Strand. Ja, Kima hat dann doch heute sehr deutlich den Wunsch geäußert, doch gehen zu wollen. Und das hat uns alle sehr erleichtert. Und ich denke, auch wenn es im zweiten Anlauf war, sie hat es verdient zu gehen, weil sie echt kräftemäßig und so auch am Ende ist. Ich bin mit der Entscheidung persönlich überhaupt nicht glücklich, aber dadurch, dass es das ist, was sie glücklich macht, ja, ich freue mich für sie. Zum Thema Hunger muss ich sagen, dass meine Kollegen hier, der Stolz und Markus, echt drunter leiden. Die liegen beide nur noch irgendwie halb komatös hier rum. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchziehe. Ich habe echt alles gegeben. Das wissen wir.